Um direkt auf den Punkt zu kommen, wenn es einen Dachboden gibt, dann sollte der Platz auch genutzt werden. Bei einem Ausbau ist natürlich vor allem der Boden ein wichtiges Thema, das viele noch davon abhält. Und genau jetzt bin ich froh, gleich einen Experten an meiner Seite zu haben, der uns ganz genau und Schritt für Schritt erklärt, wie effizient und einfach ihr einen Trockenestrich schon nach 24 Stunden mit Bodenplatten belegen könnt und damit ganz easy die alten Verfahren ersetzt. Fabian, du bist unser Ansprechpartner rund ums Thema Dachbodenausbau. Warum ist denn überhaupt der Boden so ein wichtiges Thema bei dem Projekt, das wir jetzt vorhaben? Ja, der Boden beim Dachboden ist natürlich das A und O. Darauf gehe ich, darauf wird alles draufgestellt und so weiter. Und es sind eine Menge Funktionen in diesem Boden enthalten. Deswegen ist es sehr wichtig, dort zu planen. Gibt es denn den großen Unterschied zu einem Spitzboden und einem Dachgeschoss? Also gibt es Voraussetzungen für unser heutiges Projekt, das wir auch erfüllen müssen? Natürlich, ein Spitzboden ist eher ein Bereich, wo ich Sachen abstelle, zeitweise, wo der Schornsteinfeger zu Revisionszwecken lang geht. Ein Dachgeschoss ist aber etwas, was ich ausbaue als Wohnraum, um darauf zu leben, zu arbeiten, Einrichtungen einzustellen, wo auch ein Oberbelag draufkommt. Das ist der große Unterschied. Und da müssen natürlich bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Stichpunkt Schallschutzanforderungen. Kannst du uns dieses Thema mal ein bisschen näher bringen und vor allem erzählen, was dabei wichtig ist, um das auch wiederum zu erfüllen mit unserem heutigen System? Selbstverständlich. Der Schallschutz ist natürlich für den, der darunter wohnt, das A und O. Wenn es das eigene Haus ist, dann weiß ich natürlich, ich bin oben, den Krach, den ich oben mache, den höre ich unten. Aber hier kommt es dazu, je nachdem wie die Nutzung ist. Also ist das oben ein Kinderzimmer und unten das Wohnzimmer, ist das anders, als wenn das oben ein Schlafzimmer ist. Das heißt, der Schallschutz ist wichtig und immer differenziert zu betrachten. Und definitiv aber auch möglich. Und jetzt können wir eigentlich direkt zur Anwendung kommen und die auch zeigen. Fabian, du wirst uns das Ganze heute einmal Schritt für Schritt erklären. Und dann haben wir noch unseren Profi-Handwerker Andreas, der zeigt uns jetzt, wie wir das System von A bis Z verwenden und auch anbringen. Genau. Und da sehen wir, als erstes fängt es an mit dem Randdämmstreifen, der verlegt wird, ringsum an den aufgehenden Wänden, um einfach eine Entkopplung zu bringen für den späteren Estrichaufbau. Als nächstes wird die Fermazell-Ausgleichsschüttung aufgebracht, um den Boden zu nivellieren. Dafür sehen wir, dass mit Dämmen gearbeitet wird. Zwischen den Dämmen wird die Schüttung aufgebracht und im Anschluss erhalten wir eine vollflächige, ebene Unterlage mit Ausgleichsschüttung. Nach Verlegen der Ausgleichsschüttung darf diese nur noch unter Zuhilfenahme von Laufinseln begangen werden, weil man sich ansonsten das abgezogene Niveau zerstört. Für die erste Reihe werden die Stufenfalze von den Estrichelementen abgeschnitten. Wichtig ist, zwischen den Elementen den Fermazell-Estrichkleber Greenline aufzugeben. Dieser soll so aufgegeben werden, dass er aus dem Stufenfalz herausquillt, weil man damit auch sofort sieht, dass genug Klebstoff aufgebracht ist. Die nächsten Reihen erfolgen dann im schleppenden Verband. Wie wir hier sehen, haben wir zwei verschiedene Arten der Befestigung. Wir können die Schrauben nehmen oder die Klammern. Mit den Klammern ist man schneller, wir brauchen entsprechend anderes Equipment dafür, aber auf die Festigkeit hat es keine Auswirkung, ob ich mich für Klammern oder Schrauben entscheide. Wichtig ist das Thema der Trocknungszeit zu beachten. Das heißt, der Boden sollte jetzt für einen Tag nur bedingt begangen werden. Das heißt, man kann vorsichtig drüber gehen, aber die nächsten Arbeiten sollen erst frühestens 24 Stunden nach Verlegung erfolgen. So, nach 24 Stunden ist die Fläche wieder komplett belegreif. Wie belastbar sind denn jetzt die Estrichelemente mit Filzkaschierung? Warum haben wir uns ausgerechnet genau dafür heute entschieden? Die Belastbarkeit ist jetzt mit 200 Kilogramm pro Quadratmeter angegeben. Und wir haben uns für das System entschieden, weil es den Schallschutz bei dünner Aufbauhöhe am besten verbessert. Perfekt, also schon ein riesengroßer Vorteil. Und jetzt zählt gerne mal die Bodenbelege auf, die wir jetzt hier auslegen können. Und vor allem, gibt es hier irgendwelche Einschränkungen? Als Bodenbelege sind typischerweise Teppich, Laminat, Parkett oder Linoleum im Einsatz, aber auch großformatige Fliesen. Und das zeichnet den Boden aus, dass er dort komplett variabel ist, was man aufbringen möchte. Also ihr seid komplett individuell in eurer Gestaltung. Und was ist jetzt der langfristige Nutzen von genau diesem System, das wir hier verbaut haben? Ja, dieses System
steht jetzt für Jahrzehnte der Nutzung bei gleichzeitiger Verbesserung des Schallschutzes. Und das ist genau das, was wir erreichen wollten. Absolut. Und jetzt erzähl noch ganz kurz, was die absoluten Vorteile gegenüber anderen Systemen sind. Was sind die Alleinstellungsmerkmale? Ja, da ist ganz klar dieses System, bestehend aus den Elementen, aus der Schüttung, den Klebern, den Schrauben, was mir einfach Sicherheit bringt. Und das ist das Alleinstellungsmerkmal. Also all in one, und genau das fasse ich jetzt noch mal kurz für euch zusammen. Das klingt für mich wirklich nach einer unglaublich einfachen und idealen Lösung, womit dem Dachstuhlausbau wirklich nichts mehr im Weg steht. Und wenn neue Produkte dabei noch alte Verfahren vereinfachen, was gibt's Besseres? Also meine Empfehlung an euch, nutzt diese Vorteile und informiert euch über Möglichkeiten wie diese, die euch Zeit sparen oder Arbeitsvorgänge erheblich verkürzen. Über die Vorteile einer schnellen Nutzung und der trockenen Verlegung haben wir heute ausreichend gesprochen. Deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg zur nächsten Baustelle.